Hi, ich habe den höhenverstellbaren Schreibtisch Desktopia Pro X von Ergotopia für über 800 € gekauft und in dem Testvideo erfährst du, warum ich im Regen stehen gelassen wurde und ob sich dieser Tisch auch für dich lohnt. Mir war jedenfalls vor dem Kauf extrem wichtig, dass der Tisch beim Arbeiten nicht wackelt wie ein Fähnchen im Wind. Falls du überlegst, den Tisch bei Ergotopia zu bestellen, bleib gerne dran, denn dann habe ich noch etwas für dich. Solltest du den Kanal nicht kennen, ich teste und vergleiche die besten und beliebtesten Produkte rund um Haus und Garten und dabei versuche ich immer etwas Besonderes für dich als meinen Zuschauer bei den Firmen herauszuholen. Da ich diesen Monat umgezogen bin und sowieso vorhatte, einen ergonomischen Arbeitsplatz einzurichten, gab es keine bessere Gelegenheit. Gerade weil ich selbstständig bin und viel Zeit am Schreibtisch verbringe, wollte ich hier nicht sparen, da man die Kosten zu 100% steuerlich absetzen kann. Solltest du angestellt sein und teilweise im Homeoffice arbeiten, kannst du derzeit eine Jahrespauschale von 1.260 € für das komplette Arbeitszimmer geltend machen. Wenn du den Tisch nach 2023 kaufst, schau bitte nochmal nach den aktuellen Regelungen. Kommen wir zum Test. Die Bestellung und der Schriftverkehr mit Ergotopia liefen wirklich vorbildlich. Ich hatte in der Bestellbemerkung angegeben, dass ich aufgrund des Umzuges und dem damit verbundenen nicht vorhandenen Klingelschild eine Stunde vor der Lieferung angerufen werden möchte, zwecks kurzer Absprache. In der Bestellbestätigung wurde dann bestätigt, dass es zur Kenntnis genommen und weitergegeben wurde. Daneben gab es noch einen Hinweis auf die Ergotopia-App, in der ich das Aufbauvideo finden sollte. An dem Punkt fühlte ich mich als Kunde sehr wohl, weil keine Fragen offen blieben und man wirklich an die Hand genommen wird. Daran können sich einige Firmen eine Scheibe abschneiden. Leider läuft die Kommunikation zwischen dem beauftragten Callcenter und Lieferdienst nicht gut ab. Hier empfehle ich dir, direkt einen Tag rauszusuchen, der auch wirklich passt und an dem 2 Personen zu Hause sind. Das Callcenter hat auf einen kleinen Änderungswunsch meinerseits den Lieferdienst angefragt und vergeblich auf eine Bestätigung oder Absage gewartet. Bei einem erneuten Anruf habe ich gefragt, ob es denn bei der ursprünglichen geplanten Lieferung bliebe, und so war es dann letztendlich auch. Allerdings ohne Anruf vorher, und dann ließ der Fahrer mich im Regen stehen. Klar, der Tisch wird nur bis zur Bordsteinkante geliefert, aber auf die Bitte, es mit mir kurz unter das Dach zu tragen, damit es nicht komplett nass wird, kam nur eine abweisende Antwort. Auf der einen Seite komplett verständlich, weil es vermutlich ab dem Punkt nicht mehr versichert ist. Auf der anderen Seite gibt es einen bitteren Beigeschmack zu dem bisher so gut gelaufenen Prozess. Also mein Tipp für die Lieferung: Habe ein Cuttermesser dabei, damit du die Pakete von den Paletten lösen kannst. Sei den ganzen Tag zu Hause mit einer weiteren Person oder gegebenenfalls einem Nachbarn, da die Tischplatte alleine sehr unhandlich ist und ca. 25 bis 30 Kilo wiegt. Auch die Paletten hatten wir natürlich am Hals. Die hochstehende Palette kannst du nach vorne brechen und dann mit der anderen lagern. Achte dann nur auf die herausstehenden Nägel. Wenn du sie nicht gebrauchen kannst, stell sie einfach gratis zur Abholung bei Kleinanzeigen rein. Bei uns wurde sie am gleichen Tag noch abgeholt und wir konnten jemandem eine Freude machen. Denn auch Feuerholz ist teuer geworden. Zum Glück waren die Pakete von Ergotopia sehr gut verpackt und auch der Regen konnte nicht durch die Pakete gelangen. Der Lieferschein hängt am Paket. Prüfe hier am besten direkt bei der Lieferung, ob es mit deiner Bestellung übereinstimmt. Ich habe mir hier für das Kabelmanagement noch eine Kabeldurchlassdose in der Mitte bohren lassen und eine extra Kabelwanne bestellt. Dazu gleich mehr. Den Aufbau fasse ich für dich kurz zusammen. Am besten solltest du vor der Lieferung schon genug Platz schaffen und als erstes mal prüfen, ob die Tischplatte unbeschädigt ist. Diese war bei mir wirklich in einem tadellosen Zustand. Auf der Rückseite der Platte sind schon passende Löcher für die benötigten Schrauben vorgebohrt. Leg dir dann einfach alle Teile auf einen Karton und schau, ob alles vollständig ist. Spätestens hier empfehle ich dir, die App runterzuladen, weil du nur darüber auf das Aufbauvideo kommst. Dieses ist wirklich super erklärt und sehr gut nachvollziehbar, weil du Schritt für Schritt durch den Aufbau geführt wirst. Da merkt man wieder, dass Ergotopia Wert auf Service legt und ich hatte direkt wieder das gute Gefühl wie bei den Mails am Anfang. Es passten alle Teile perfekt und die Schrauben sitzen extrem fest. Worauf du beim Aufbau achten musst, ist, dass es keine vorgebohrten Löcher für das Bedienelement gibt. Das liegt, denke ich, einfach daran, dass du selbst entscheiden kannst und solltest, wo es für dich am besten passt. Dafür habe ich mir einfach die Bohrpunkte mit einem Bleistift markiert und mit einem normalen Handbohrer leicht vorgebohrt, weil man sonst nicht mit den Schrauben in den Tisch kommt. Anschließend kannst du das Steuerelement einfach mit den Schrauben festziehen und bei Bedarf noch etwas nach vorne oder hinten justieren, bis es perfekt passt. Die Verkabelung ist auch einfach und mit den mitgelieferten Kabelmanagement-Clips kannst du die Kabel schön zusammenbinden. Falls du eine extra Kabelwanne bestellt hast, empfehle ich sie dir auch direkt mitzumontieren. Hier gilt das gleiche wie beim Steuerelement. Die Löcher musst du selbst vorbohren, so wie du es gerne für dich persönlich haben möchtest. Die Kabelwanne hat bei Ergotopia 69 € gekostet und ist aus stabilem Stahl mit gleicher Farbe wie das Gestell und fast 1 Meter lang. Aber hier kannst du prinzipiell jede Kabelwanne, die für deine Bedürfnisse ausreicht, montieren.
In diese passen locker 2 Verlängerungskabel mit jeweils 8 bis 10 Steckplätzen. Wenn du vorhast, die Kabel zu sortieren, empfehle ich dir definitiv eine Kabelwanne, aber es muss keine für den Preis sein. So sah der Tisch anfangs ohne Kabelmanagement aus. Man darf echt die ganzen Kabel nicht unterschätzen. Für die Hintergrundbeleuchtung habe ich mir einen LED-Streifen gekauft, der den ganzen Arbeitsplatz in meinen Augen nochmal sehr aufwertet. Für die Verkabelung habe ich mir ein separates Kabelmanagement-Kit gekauft, das du auch brauchst, wenn du alles ordentlich haben möchtest. Und so sah der Desktopia Pro mit Kabelmanagement aus. So hast du im Prinzip nur das Stromkabel, das in den Tisch läuft, und der Rest ist gut verstaut und kaum zu sehen. Das Ganze habe ich übrigens sehr intuitiv ohne Anleitung gemacht und insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Nice! Kommen wir zu den technischen Details und Eigenschaften. Erst war ich mir nicht sicher, ob ich meinen PC Tower auf oder unter den Tisch stellen sollte. Der Tisch drückt maximal 80 Kilo in der Bewegung und sollte im Stillstand maximal mit 125 Kilogramm belastet werden. Ein komplettes Computer-Setup stemmt er also ohne Probleme. Nach den ersten Tests war klar, dass er locker drauf kann, weil er sehr stabil steht und der Tisch immer sehr langsam anfährt, wenn du die Höhe änderst. Das Bremsen passiert auch stufenlos mit einem Fade-Out, in dem er langsam bremst, ohne dass irgendwas auf dem Tisch wackelt. Selbst im höchsten Zustand auf 127 cm habe ich keine Angst, dass er kippt oder fällt. Der tiefste Punkt liegt bei 32,3 cm. Insgesamt fühlt sich der Tisch sehr sicher an, was mir wichtig für ein sorgenfreies Arbeiten ist. Von ganz unten bis zur höchsten Position und andersrum braucht der Motor übrigens gut 17 Sekunden. Hier siehst du noch ein paar Eigenschaften, die ich dir zu dem Tisch zusammengestellt habe. Sollte dir der Tisch nicht zusagen, gibt dir Ergotopia ein 60-Tage-Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen und 7 Jahre Garantie auf das Pro X Modell. Das Classic Pro Modell kostet 100 Euro weniger und ist tatsächlich für den ein oder anderen nicht uninteressant. Lass mich dir kurz verdeutlichen, welche Vorteile das Pro X Modell gegenüber des Classic Pros hat. Du bekommst 2 Jahre länger Garantie. Außerdem bekommst du ein OLED anstatt eines LED-Displays, das nochmal schärfer in der Auflösung ist und moderner wirkt. Dazu hat das Display mehr intelligente Funktionen wie eine Aufsteherinnerung und Stehtracking. Da gehe ich gleich noch genauer drauf ein. Du kannst 3 Profile A3 Höhen konfigurieren, anstatt 4 Höhen beim Classic. Insgesamt bekommst du für die 100 Euro also ein Quality of Life Update, aber ob du es wirklich brauchst, bleibt dir überlassen. Es ist definitiv ein Punkt, an dem du nochmal sparen könntest. Lass uns kurz auf das 100 Euro Bedienelement eingehen, damit du weißt, ob es sich für dich lohnt oder auch nicht. Die Kamera hängt hier mit einer Stativspinne am Tisch und deshalb gibt es ein paar Wackler beim Bewegen. Du siehst schon, wie klar und schön dieses Display ist. Dieses leichte Flackern entsteht durch die Kameraaufnahme und ist so nicht vorhanden. Über die Pfeiltasten kannst du den Tisch manuell in der Höhe verstellen. Dafür musst du die Taste einfach gedrückt halten. Hier siehst du alle Punkte, die das Bedienelement bietet. Position, Erinnerung, Ziel, Fortschritt, Profil, Sperren, Einstellungen und Hilfe. Möchtest du eine Position auf den Tasten 1 bis 3 speichern, musst du einfach die jetzige Höhe mit der M-Taste bestätigen und dann die Nummer antippen. Dank der One-Touch-Funktion musst du dann auch nur noch die Taste einmal drücken und der Schreibtisch fährt in die gespeicherte Position. In der Realität brauche ich auch nicht mehr Speicherplätze. Ich nutze die 1 für die Sitzhöhe, die 2 zum Stehen und die 3, wenn ich das Walking Pad dabei nutze. Das zeige ich dir gleich auch noch. Die Erinnerungsfunktion kannst du so einstellen, dass sich der Tisch entweder nach einem bestimmten Zeitplan oder nach einer bestimmten Zeit am Schreibtisch per Vibration oder Licht daran erinnert, aufzustehen. Beim Ziel kannst du dein Tagesziel in Zeit definieren, wie lange du pro Tag mindestens stehen möchtest. Beim Fortschritt kannst du dir deine Stehergebnisse der letzten 7 Tage anzeigen lassen. Im Profil kannst du zwischen den 3 Profilen tauschen. Falls mehr Personen an dem Tisch arbeiten, ist das wirklich eine sehr gute Funktion. Die Sperrfunktion brauchst du im Prinzip nur mit Kindern. Hier wird die komplette Bedienung gesperrt und nur mit der Tastenkombination 1, 2, 3 kannst du es wieder entsperren. Der Tisch hat zwar auch einen Kollisionsschutz, aber es ist definitiv ein schönes Sicherheitsfeature. In den Einstellungen kannst du noch die Empfindlichkeit des Kollisionsschutzes und ein Höhen- und Tiefenlimit einstellen, falls beispielsweise noch ein Schrank unter dem Tisch steht. Sollte dir aus irgendeinem Grund die One-Touch-Funktion nicht gefallen, kannst du es dort auch deaktivieren. Ansonsten kannst du noch die Sprache, die Uhrzeit und die Einheiten, in dem Fall zwischen Zentimetern und Inch, anpassen. Mein Wackel- und Alltagstest.
Glaub mir, ich habe sehr lange recherchiert und die teuersten und hochwertigsten Tische in den größten Möbelhäusern auf das Wackeln getestet. Das war für mich der wichtigste Faktor überhaupt und ich habe genau den höhenverstellbaren Schreibtisch gesucht, der nicht wackelt. Fakt ist, dass es physisch einfach nicht möglich ist, wenn du keine 4 Betonbeine an dem Tisch hast. Jeder, der dir etwas anderes erzählt, hat den Tisch vermutlich gestellt bekommen und daher findest du auch kaum Wackeltests zu höhenverstellbaren Tischen. Wichtig für mich ist aber, dass der Tisch trotz des Nachgebens stabil ist und in den Alltagsaufgaben nicht stört. Er steht übrigens auf 4 verstellbaren Füßen, die bei Unebenheiten des Bodens angepasst werden können. Ich habe sie hier unverändert im Lieferstatus gelassen. Die erste Position ist im Sitzen bei einer Höhe von 73,4 cm und hier erledige ich im Normalfall Schreibarbeiten. Der Tisch steht natürlich umso stabiler, je tiefer er eingestellt ist. Ich bin übrigens 1,85 groß und kann hier ohne Probleme perfekt arbeiten. Ich lasse das Video hier einfach mal laufen, damit es auf dich wirken kann. Der zweite Test ist der Stehtest bei 115 cm Höhe. Wenn man an dem Tisch zieht und drückt, wackelt er schon, aber wann passiert das in der Realität beim Arbeiten? Leider wackelt mein Monitor auch relativ stark auf der höchsten Stufe, da er auch höhenverstellbar ist. Je fester dein Monitor, desto weniger Wackeln überträgt sich natürlich auch beim Tippen. Gleich kommt noch eine andere Aufnahme im Stehen. Auch hier lasse ich das Video etwas laufen. Selbst wenn ich mich auf den Tisch lehne, fühlt es sich sicher an, obwohl sich der Tisch leicht beugt. Auf dem Laufband habe ich den Tisch auf einer Höhe von 121 cm eingestellt. Auch hier wackelt es beim Schubsen und Ziehen. Wenn du ganz normal im Internet surfst oder recherchierst, wackelt es so minimal, dass es nicht stört. Auch hier kannst du noch ein bisschen die Aufnahmen genießen. Also Videos schneiden kann ich im Stehen auch ohne Probleme. Selbst beim Gehen kann man noch gut surfen. Mein Fazit. Ich arbeite jetzt ca. 3 Wochen mit dem Desktopia Pro X und die wichtigsten Features, die ich nutze, sind unter anderem die One-Touch-Funktion. Bei vielen Schreibtischen muss man die Taste trotz eingespeicherter Höhe gedrückt halten und glaub es mir oder nicht, es ist sehr gemütlich, einfach nur einmal die Taste zu betätigen. Damit verbunden sind die 3 Speicherplätze pro Profil. Mir fällt hier keine 4. Position ein, die man noch im Alltag braucht. Ohne Laufband reichen auch 2 vollkommen aus. Es wird definitiv noch ein Langzeit-Update geben, aber von der Verarbeitungsqualität ist der Tisch wirklich top. Es ist definitiv ein Investment, aber natürlich auch in die Gesundheit. Wenn man es auf die 7 Jahre rechnet, die man Garantie bekommt, ist es in meinen Augen gar nicht mehr so viel. Außerdem, wie versprochen, wenn du dem Link in der Videobeschreibung folgst und den Gutscheincode 4happy5 eingibst, bekommst du 5% Rabatt auf deinen gesamten Warenkorb und auf alle Produkte. Wenn du also sagst, du brauchst die Features der Pro X Version nicht, kannst du ihn trotzdem anwenden. Also viel Spaß damit und schreib mir gerne in die Kommentare, ob es funktioniert hat. Noch ein Tipp: Wenn du Skonto bei der Kasse auswählst, bekommst du nochmal 2% extra obendrauf. Dafür brauchst du allerdings ein Konto bei Ergotopia. Insgesamt liebe ich den Tisch jetzt schon. Er steht trotz Wacklern beim Rütteln jederzeit stabil und ich werde ihn definitiv behalten. Das Einzige, was wirklich noch verbessert werden kann, ist die Lieferung. Mit Ergotopia, dem Callcenter und dem Lieferdienst haben hier leider zu viele Köche den Brei verdorben. Ich bemängle nicht mal, dass das Paket einfach abgeladen wurde ohne Hilfe, aber wäre zumindest der Anruf gekommen, so wie vereinbart, hätten wir uns auf die Lieferung im Regen vorbereiten können. Naja, es kann auch ein Einzelfall gewesen sein, aber ich schildere dir hier meine Erfahrungen und wenn du dich auf den Worst Case vorbereitest, kann es am Liefertag nur besser werden. Du kannst übrigens auch den Transport in die Wohnung oder auch den Aufbau gegen einen Aufpreis dazu buchen, falls dir niemand beim Tragen helfen kann. Wenn das Video dir weiterhelfen konnte, freue ich mich über einen Daumen nach oben und dir danke ich fürs Zusehen und wünsche dir viel Spaß mit deinem neuen Desktopia Pro X.